Kennst du das? Du wachst morgens auf und weißt, da war gerade ein Traum, ein Bild, eine Szene, vielleicht ein Albtraum. Doch nach wenigen Sekunden ist fast alles weg. Warum träumen wir? Warum vergessen wir so viel davon? Und warum bleiben manche Albträume trotzdem im Kopf? Heute schauen wir in die seltsame Welt der Träume. Warum träumen wir und vergessen es? Und was ist mit Albträumen? Fast jeder Mensch kennt diesen seltsamen Moment am Morgen. Eben war da noch eine ganze Welt im Kopf. Ein Ort, ein Gesicht, eine Gefahr oder ein Gefühl. Doch wenige Sekunden später ist fast alles verschwunden. Man greift nach dem Traum, aber er zerfällt wie Rauch. Manchmal bleibt nur ein Bild zurück, manchmal nur ein Gefühl, das schwer zu erklären ist. Und manchmal bleibt ausgerechnet ein Albtraum besonders deutlich im Kopf. Warum ist das so? Warum baut unser Gehirn nachts ganze Geschichten? Warum wirken sie im Schlaf so echt? Warum vergessen wir sie so schnell? Und warum kann ein Albtraum uns noch Stunden später verfolgen? Um das zu verstehen, müssen wir zuerst auf den Schlaf selbst schauen. Schlaf ist nämlich kein einfacher Ausschalter. Der Körper liegt still, aber das Gehirn arbeitet weiter. Es sortiert, verbindet, prüft und verändert Eindrücke. Während wir schlafen, ist der Kopf also nicht leer. Er ist eher wie ein dunkler Raum, in dem leise weitergearbeitet wird. Besonders auffällig ist dabei die Phase, in der viele Träume entstehen. Diese Phase nennt man REM-Schlaf. REM bedeutet, dass sich die Augen unter den Lidern schnell bewegen. Der Körper ist dabei weitgehend ruhig. Das Gehirn kann aber überraschend aktiv sein. In dieser Phase entstehen oft besonders lebendige Träume. Sie wirken nicht wie nüchterne Gedanken, sie wirken eher wie kleine Filme, die uns direkt hineinziehen. Doch Träume entstehen nicht nur in einer einzigen Schlafphase. Auch in anderen Phasen kann der Kopf Bilder, Szenen und Gefühle erzeugen. Trotzdem sind REM-Träume oft intensiver, seltsamer und emotionaler. Vielleicht liegt genau dort ein Teil des Rätsels. Träume sind keine zufälligen Bilder ohne Zusammenhang, aber sie sind auch keine perfekten Botschaften mit klarer Überschrift. Sie entstehen aus Erinnerungen, Gefühlen, Körperempfindungen und Erwartungen. Das Gehirn nimmt Bruchstücke des Tages und mischt sie mit älteren Spuren. Ein Gespräch kann neben einem Kindheitsort auftauchen. Ein Sorgenmoment kann sich mit einer fremden Landschaft verbinden. Ein kleiner Geräuschreiz kann plötzlich Teil einer großen Szene werden. Darum sind Träume oft so merkwürdig. Sie folgen nicht den Regeln des wachen Denkens. Im Traum kann ein Zimmer gleichzeitig bekannt und fremd sein. Eine Person kann wie jemand wirken, aber trotzdem jemand anderes sein. Ein Weg kann endlos weitergehen, ohne dass uns das zuerst stört. Das Gehirn prüft diese Widersprüche im Schlaf oft weniger streng. Teile, die für Planung und logische Kontrolle wichtig sind, arbeiten anders. Gefühle, Bilder und Erinnerungen können dagegen sehr stark werden. So entsteht eine Welt, die uns im Moment völlig glaubwürdig erscheint. Erst nach dem Aufwachen merken wir, wie seltsam sie war. Aber warum träumen wir überhaupt? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Wahrscheinlich erfüllen Träume nicht nur eine einzige Aufgabe. Sie könnten helfen, Erlebnisse zu verarbeiten. Sie könnten Gefühle ordnen. Sie könnten Erinnerungen neu verbinden. Und sie könnten das Gehirn auf mögliche Situationen vorbereiten. Manche Forschende sehen Träume als eine Art inneres Übungsfeld. Nicht so, als würde der Traum die Zukunft vorhersagen, sondern eher, als würde das Gehirn Möglichkeiten durchspielen. Gefahr, Nähe, Verlust, Freude, Scham oder Hoffnung können dort auftauchen. Der Traum ist dann kein fertiger Plan. Er ist eher ein beweglicher Raum für Erfahrungen, auch der Körper spielt dabei eine Rolle. Hunger, Temperatur, Geräusche oder eine unbequeme Lage können Träume beeinflussen. Ein Druck auf der Brust kann im Traum zu enge werden. Ein Geräusch im Zimmer kann zu Schritten im Dunkeln werden. Das Gehirn versucht, solche Signale in eine Geschichte einzubauen. Dadurch fühlt sich der Traum oft nicht erfunden an. Er fühlt sich an, als würde wirklich etwas passieren. Trotzdem verschwindet vieles davon nach dem Aufwachen. Das ist einer der seltsamsten Teile des Träumens. Man kann gerade noch mitten in einer Traumwelt gewesen sein. Doch sobald der Tag beginnt, bleibt kaum etwas übrig. Ein Grund liegt in der Art, wie Schlaf und Erinnerung zusammenarbeiten.
Im Schlaf werden nicht alle Erlebnisse wie wache Erinnerungen gespeichert. Besonders Träume sind oft flüchtig. Sie entstehen in einem Zustand, in dem das Gehirn anders verknüpft. Beim Aufwachen müssen diese Traumbilder erst in eine klare Erinnerung übergehen. Geschieht das nicht schnell genug, verschwinden sie. Darum erinnert man sich leichter an Träume, wenn man direkt danach aufwacht. Wer noch im Traum oder kurz nach einer intensiven Phase erwacht, hat bessere Chancen. Wer dagegen weiterschläft, verliert die Spur oft wieder. Auch Aufmerksamkeit entscheidet viel. Wenn man sofort zum Handy greift, zur Uhr schaut oder aufsteht, zerfällt der Traum schneller. Das wache Leben drängt sich nach vorne, der Traum hat dann kaum Zeit fest zu werden. Deshalb helfen manchmal wenige ruhige Sekunden im Bett. Man fragt sich, was war gerade da? Welche Stimmung hatte der Traum? Welches Bild ist noch übrig? Schon diese kleine Aufmerksamkeit kann Erinnerungen retten. Trotzdem vergessen wir den größten Teil unserer Träume. Vielleicht ist das sogar sinnvoll. Nicht jede nächtliche Szene muss am nächsten Tag wichtig sein. Wenn wir jeden Traum vollständig behalten würden, wäre unser Kopf vielleicht überfüllt. Das Gehirn trennt wahrscheinlich zwischen dem, was bleibt, und dem, was vergeht. Aber bei Albträumen funktioniert diese Vergesslichkeit oft schlechter. Ein Albtraum kann sich einbrennen. Man wacht auf und ist sofort wach. Das Herz schlägt schneller, der Atem geht anders. Der Körper fühlt sich angespannt an. Manchmal ist die Haut feucht vom Schwitzen. Obwohl man im Bett liegt, wirkt die Gefahr noch nah. Das liegt daran, dass Albträume starke Alarmreaktionen auslösen können. Im Gehirn werden Systeme aktiv, die mit Angst und Bedrohung zu tun haben. Der Körper kann reagieren, als müsse er sich schützen. Stresshormone, Herzschlag, Atmung und Muskelspannung verändern sich. Blut wird eher für schnelle Reaktion bereitgestellt. Der Körper ist dann nicht einfach ruhig im Schlaf. Er befindet sich für einen Moment im Alarmzustand. Das ist besonders verstörend, weil die äußere Gefahr gar nicht da ist. Die Bedrohung entsteht im Traum. Doch die Reaktion des Körpers ist trotzdem echt. Darum kann ein Albtraum nach dem Aufwachen so stark nachhallen. Das Gehirn merkt sich Dinge besser, wenn starke Gefühle beteiligt sind. Angst ist dabei besonders wirksam. Sie sagt dem Kopf, das könnte wichtig sein. Deshalb bleiben Albträume oft klarer zurück als gewöhnliche Träume. Nicht unbedingt, weil sie wahrer sind, sondern weil sie emotional lauter sind. Ein schöner Traum kann leise verschwinden, ein Albtraum klopft dagegen wie ein Alarm an die Erinnerung. Aber warum entstehen Albträume überhaupt? Auch hier gibt es nicht nur eine Antwort. Stress kann eine Rolle spielen. Sorgen können nachts wieder auftauchen. Belastende Erlebnisse können in veränderter Form zurückkehren. Auch Angst, Schlafmangel oder unruhiger Schlaf können Albträume wahrscheinlicher machen. Manchmal verarbeitet der Kopf etwas, das am Tag keinen Platz gefunden hat. Manchmal mischt er alte Ängste mit neuen Eindrücken. Und manchmal entsteht ein Albtraum scheinbar ohne klaren Grund. Wichtig ist, ein Albtraum bedeutet nicht automatisch, dass etwas mit einem nicht stimmt. Viele Menschen haben gelegentlich Albträume. Sie gehören zur dunkleren Seite des Träumens. Problematisch wird es eher, wenn sie sehr häufig werden oder wenn sie den Schlaf und den Alltag stark belasten. Dann kann es sinnvoll sein, Hilfe zu suchen. Für die meisten Menschen bleibt der Albtraum aber ein erschreckendes Einzelereignis. Eine Nacht öffnet eine Tür zu Angst und am Morgen schließt sie sich wieder. Zurück bleibt die Frage, warum der Kopf solche Welten überhaupt erschafft. Vielleicht zeigt uns das Träumen, wie aktiv unser Gehirn selbst im Dunkeln bleibt. Es nimmt Erinnerungen, Gefühle, Körperzeichen und Erwartungen. Daraus baut es Szenen, die im Schlaf wirklich wirken. Manche verschwinden sofort, manche bleiben als kleine Splitter zurück und manche verfolgen uns, weil sie Angst in uns ausgelöst haben. So gesehen sind Träume keine einfachen Rätsel mit einer einzigen Lösung. Sie sind eher Spuren der Arbeit, die unser Gehirn jede Nacht leistet. Es ordnet nicht nur den Tag, es berührt auch alte Gefühle, es testet Möglichkeiten, es verbindet Dinge, die im Wachzustand nie zusammenpassen würden. Und manchmal zeigt es uns, wie dünn die Grenze zwischen Wirklichkeit und Vorstellung sein kann. Vielleicht vergessen wir Träume deshalb so schnell, weil sie nicht für den Tag gemacht sind. Sie gehören zu einem anderen Zustand, zu einem inneren Nachtleben, das nur kurz sichtbar wird. Beim Aufwachen fällt der Vorhang. Nur einzelne Bilder bleiben hängen. Ein Gesicht, ein Ort, ein Sturz, ein Gefühl.
und manchmal ein Albtraum, der uns daran erinnert, wie stark ein Traum sein kann. Vielleicht ist genau das das Merkwürdige. Wir schlafen, um uns zu erholen. Aber während wir ruhen, erzählt unser Gehirn weiter. Es erzählt ohne Publikum, ohne Plan, ohne feste Regeln. Und manchmal so eindringlich, dass wir es am Morgen nicht ganz abschütteln können. Träume sind also nicht nur seltsame Bilder der Nacht. Sie zeigen, dass unser Inneres auch dann arbeitet, wenn wir glauben, still zu sein. Und Albträume zeigen, wie tief Angst in diesen inneren Welten wirken kann. Vielleicht vergessen wir die meisten Träume, weil der Tag sie nicht tragen kann, aber die stärksten bleiben. Nicht, weil sie die Wahrheit sagen, sondern weil sie etwas in uns berühren. Und vielleicht macht genau das Träume so merkwürdig. Sie verschwinden fast immer, aber manchmal bleiben sie länger in uns als die Nacht selbst.